Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen, knackigen Video, in dem ich mal wieder eine Frage beantworte, die mir oft gestellt wird in den Kommentaren bzw. Mails und persönlichen Nachrichten. Die Frage diesmal lautet: Wie machst du das mit den Tonaufnahmen, während du Motorrad fährst, die du in deinen Videos verwendest? Ich mache ja ganz oft Videos, wo ich unterwegs in die Kamera erzähle und dabei Motorrad fahre, beziehungsweise wo ich mich mit Studien zum Beispiel unterhalte, und diese Gespräche kommen dann auch in den Videos vor. Und ich nehme die Gespräche meistens auf mit dem Kommunikationssystem CNC Evo von Sena, das ich schon seit 2019 nutze. Das ist nicht nur ein Kommunikationssystem, mit dem ich mich quasi mit anderen Leuten unterwegs verbinden kann und quatschen, sondern wo ich eben auch Kameraaufnahmen mitmache, und in diesen Kameraaufnahmen sind eben auch die Audiospuren enthalten. Das heißt, ich kann nicht nur den Ton aufnehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne nur die Tonspur, habe ich immer auch ein Bild dabei. Ich separiere dann meistens in meinem Schnittprogramm anschließend den Ton von dem Bild, weil die Bildaufnahmen damit jetzt nicht so sind, dass ich die gerne benutze. Also ich habe meistens dann noch eine GoPro dabei, mit der dann zeitgleich irgendwie gefilmt wird. Und das ist das Bild, was ihr seht. Der Ton kommt dann aber meistens vom Sena. Ich sage bewusst meistens, weil ich auch da jetzt in den letzten Jahren noch mal eine andere Möglichkeit gesucht habe. Denn es gibt da deutlich bessere Mikrofone, wie zum Beispiel das Lavalier-Mikro von Rode zum Beispiel. Das kann man allerdings so nicht einfach in die GoPro stecken, sondern man braucht dafür eben dieses Media Mod. Und das habe ich dann quasi um die GoPro drum, und hier in dieses Media Mod kann ich dann dieses Lavalier-Mikro reinstecken. So, da seht ihr, da ist das quasi dann drin. Und die Kamera ist hier vorne am Helm. Die steckt da vorne drin. Und das Mikrofon, das stecke ich mir dann von innen rein. Vorne quasi, müsst ihr euch jetzt von innen vorstellen, vor den Mund. Das hat auf jeden Fall eine bessere Qualität, das Lavalier-Mikro verbunden mit der GoPro, weil ihr da eben auch tolle Bildaufnahmen dann direkt dabei habt und auch einen besseren Ton. Allerdings könnt ihr da jetzt nicht das Gespräch aufzeichnen. Also das ist einfach der Riesenvorteil von diesem Kommunikationssystem. Man hat den Ton vom anderen auch mit drauf und dadurch können eben Gespräche aufgezeichnet werden. Was hier eben nicht der Fall ist mit dem Lavalier-Mikro, da hört man dann nur, was ich sage. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil bei diesem Media Mod von der GoPro, dass das nicht wirklich zuverlässig ist. Also ich hatte schon ein paar Mal den Fall, dass dann mein Ton nicht aufgenommen wurde. Ich hatte dann das Bild, ja, aber der Ton wurde nicht aufgenommen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil das macht ja mindestens 50% von so einer Videoaufnahme aus, dass da eben auch das mit drauf ist, was man sagt. Und das ist dann oft auch schwer im Nachhinein nochmal zu rekonstruieren, weil das sind halt Gefühle, das sind Dinge, die man gerade in dem Moment sagt, die dann ganz anders wirken, als wenn ich das so im Nachhinein dann einspreche. Also von daher bin ich da jetzt auch noch nicht ganz zufrieden mit, und deswegen habe ich mir jetzt nochmal, weil ich auch bei vielen YouTubern gesehen habe, dass sie diese Kamera nutzen, von DJI die Osmo Action 4 geholt. Damit kann ich dann jetzt auch, ohne dass ich da ein Mikro anschließe, wenn ich die mir vorne an den Helm mache, eben die Umgebungsgeräusche aufnehmen. Allerdings ist natürlich der Nachteil, wenn ich fahre und einfach so eine Aufnahme machen würde, hättet ihr bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h schon nur Wind bei der Aufnahme. Deswegen gibt es natürlich auch dafür ein Audio-Set sozusagen. Ich hatte mir gedacht, es würde einfach gehen. Nämlich haben die hier so einen Anschluss, und dafür kann man sich dann so ein Kabel holen, dass man dann die eine Seite des Kabels einfach hier reinsteckt, und hier ist dann so ein Audioadapter. Das Kabel ist halt sehr schön günstig bei Amazon für 6 Euro. Hab dann da mein Audiokabel reingesteckt und festgestellt, dass der Ton nicht mit aufgenommen wird. Das heißt, da braucht man auch ein spezielles Media Mod, was natürlich dann ein bisschen teurer ist als nur so ein kleines Kabel für 6 Euro. Und das habe ich mir jetzt auch bestellt, und ich hoffe, dass es damit funktioniert. Da ist das gute Stück mittlerweile angekommen, und ich habe es schon getestet. Es funktioniert. Und zwar folgendermaßen: Die Klappe hier, die normalerweise den Anschluss schützt an der Osmo Action 4, die macht man ab. Und dafür kommt dann dieses gute Stück da rein. Und in diesen Mikrofonanschluss kommt dann das Lavalier-Mikro rein. Und der Ton kommt dann darüber. So, ich nehme jetzt hier mal mit beiden Kameras auf, um
einen direkten Vergleich zu starten zwischen dem Schwanenhals-Mikro vom CNC Evo und dem Lavalier-Mikro an der Osmo Action 4. Bild kommt von der Osmo Action 4, beziehungsweise kann ich euch auch gerne mal einen Vergleich machen zu dem vom Sena und zeige euch mal hier gerade ein paar Bilder aus dem Münsterland, nichts Spektakuläres, aber, oh, ich blinke noch, aber ich bin hier gerade unterwegs mit der guten Queenie, Schätzchen, und genießt hier gerade mal das Wetter, was hier schön trocken ist heute. Oh, ein großer Greifvogel, seht ihr den? Oh, schön, toll, liebe ich immer. Greifvögel sind toll. Gut, gut. Also, ich hoffe, dass man den Unterschied hört, aber davon gehe ich ganz stark aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Also, ich hoffe, dass man den Unterschied hört, aber davon gehe ich ganz stark aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wenn ich mit dem Handy aufnehme und es windig oder laut ist, nutze ich dieses Bluetooth-Mikrofon. Die Tonquelle, die ich bisher zur Nachvertonung genutzt habe, war immer auch das Rode Lavalier-Mikro. Das habe ich mir dann immer hier in meinen Rechner reingesteckt und habe dann damit quasi den Ton im Nachhinein teilweise einfach Infos über die Länder eingesprochen. Allerdings hat das nicht mehr so gut funktioniert, seit ich mein Schnittprogramm gewechselt habe und mein MacBook. Also ich hatte vorher ein MacBook Air und dann habe ich mir ein MacBook Pro geholt und habe auch das Schnittprogramm geändert von dem kostenlosen iMovie zu dem kostenpflichtigen Final Cut, weil ich einfach bei iMovie auch bei mehreren Sachen so an die Grenzen gekommen bin des Programms. Auch andere Formate speichern, nicht nur im Querformat, sondern eben auch hochkant. Das geht alles nicht mit iMovie. Dann habe ich mir Final Cut geholt. Da hat das dann mit dem Mikrofon von Rode, mit dem Lavalier, sich nicht mehr gut angehört mit dem Ton. Das heißt, ich brauchte da auch einen Neuerung und deswegen nehme ich jetzt seit ein paar Videos den Ton, den ich nachvertone, hier mit dem von Rode, mit diesem Standmikrofon auf. Und das ist auf jeden Fall super gut, aber kostet eben auch deutlich mehr, also 3-mal so viel wie das Lavalier-Mikro. Also es ist immer die Frage, was will man da investieren, um am Ende ein anderes Ergebnis zu haben. Ich kann euch auch jetzt nicht sagen, dass das, wie ich das hier mache, das Nonplusultra ist, weil das sind einfach Dinge, die ich ausprobiere. Es gibt aber bestimmt Leute, die das irgendwie anders machen und da klingt das auch super gut. Ansonsten kann ich euch noch eine Sache sagen, die mich jetzt auch in den letzten Tagen beschäftigt hatte. Ich habe nämlich mehrere Helme, also aktuell 2 Helme, die ich viel nutze. Ich habe aber nur ein Kommunikationssystem und ich dachte mir, jetzt ein neues Kommunikationssystem, das kostet natürlich dann auch mal locker irgendwie 300 aufwärts. Ich bin auch nicht ein Freund davon, dass man irgendwie 1000 Sachen hat, 3-mal die gleichen, sondern wenn eine Sache funktioniert, dann ist das super, dann kann man die behalten. Und das funktioniert nach wie vor gut und man kann das umstecken. Also kann ich hier die Kontakte rausziehen zu dem Mikrofon und den Kopfhörern. Dann habe ich das CNC Evo hier in der Hand und könnte es einfach an einen anderen Helm dran stecken. Mehrere Möglichkeiten, wie man das Sena am Helm befestigen kann, werden mitgeliefert. Genauso wie auch 2 Mikrofone. Und ich habe jetzt hier das Schwanenhals-Mikrofon drin und habe mir jetzt in meinen anderen Helm das zweite Mikro, was man sich dann so an die Helmwand klebt, reingemacht. Und damit ich auch Kopfhörer habe, die ich da anschließen kann, habe ich mir jetzt nicht nochmal das ganze System neu gekauft, sondern einfach nur hier diese HD-Speaker. Die sind auch speziell für Sena-Geräte. Die kosten nur, was habe ich bezahlt, 32 € oder so. Ist halt auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Und damit kann ich jetzt einfach das Sena an meinen anderen Helm anstecken. Ich habe hier diese Kopfhörer, die übrigens auch eine sehr gute Qualität haben, wie ich finde. Habe das andere Mikrofon und kann dann damit jetzt auch meinen Ton während der Fahrt mit dem anderen Helm aufnehmen. Also das ist nur mal so eine kostengünstige Alternative, falls ihr auch ein Sena-Gerät habt und mehrere Helme, mit denen ihr das nutzen wollt. Ja, das ist gut. Jo, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich mit diesem Video weiterhelfen konnte. Lasst bitte gerne einen Daumen da. Schreibt mir in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die auch gerne da reinschreiben. Und wenn noch nicht geschehen, abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis denne. Wir sehen uns.